Moin und herzlich willkommen bei MD am Herd. In dieser Woche gibt es den 5. Teil von 6 Spaghetti-Sessions, in denen wir klassische und vor allem leckere Pastagerichte kochen. In diesem Video geht es mit einer wunderbar herzhaften Pasta weiter. Spaghetti alla Gricia. Und los geht's. Wir nehmen dafür wieder die etwas dickeren Spaghettoni sowie Pecorino und Guanciale. Dann noch einen Topf zum Kochen der Pasta, eine Pfanne zum Mischen der Pasta mit der Soße, eine Reibe für den Pecorino, ein Messer zum Guanciale schneiden, eine Kelle zum Abschöpfen von Pastawasser und eine Pinzette zum Rühren und Anrichten. Bei diesem Gericht erhöhen wir den Anteil der Stärke im Wasser, indem wir einfach 500 ml weniger Wasser als sonst nehmen und dafür später entsprechend etwas weniger Salz hinzugeben. Im Gegensatz zu den vorherigen Pastagerichten kochen wir das Wasser erst etwas später. Im ersten Schritt lassen wir den geschnittenen Guanciale in der Pfanne aus und reiben den Pecorino. Dann kochen wir die Spaghettoni und eine cremige Soße aus dem Pastawasser, Pfeffer und Fett aus dem Guanciale. Dieser Speck aus der Schweinewange ist luftgetrocknet und wird auch im Originalrezept verwendet. Leider ist Guanciale schwierig in Supermärkten zu finden. Daher lieber gleich im italienischen Supermarkt nachsehen oder online. Alternativ kann der ebenfalls meistens luftgetrocknete Pancetta verwendet werden. Viele bevorzugen sogar Pancetta, da er etwas milder im Geschmack ist. Bacon oder geräucherter Speck ist die letzte Alternative, allerdings auch am einfachsten zu bekommen und verhält sich beim Auslassen in der Pfanne genauso. Bei Bacon auf jeden Fall dickere Stücke nehmen. Da dieser Speck geräuchert ist, wird das Gericht zwar gut, aber einfach anders schmecken. Dieses Stück wiegt etwa 1,3 Kilo und reicht für 16 bis 18 Portionen. Der Speck zeichnet sich durch den sehr hohen Fettanteil aus. Für 2 Portionen reichen 2 etwa 1 cm dicke Scheiben Guanciale. Ich bevorzuge diese dann in relativ dicke Streifen zu schneiden. Dafür die Haut entfernen, ohne zu viel vom Fett abzuschneiden. Da die andere leicht gepfefferte Seite gut essbar ist, kommt die gleich mit in die Pfanne. Die Scheiben dann in etwa 1 cm dicke Streifen schneiden. Die Streifen wirken jetzt sehr groß und das sind sie auch. Allerdings werden sie gleich durch das Auslassen in der Pfanne deutlich kleiner. Den Guanciale in der kalten Pfanne verteilen und darauf achten, dass die Streifen nicht übereinander liegen. Den Herd einschalten und den Speck langsam bei mittlerer bis niedriger Hitze auslassen. Etwa 80 Gramm Pecorino reiben und dabei wieder die Seite mit den nach außen ausgestanzten Löchern nehmen, um eine möglichst feine Körnung zu bekommen. Den geriebenen Pecorino beiseite stellen und ein bisschen davon für später aufheben. Nun kann auch das Wasser gekocht werden, den Herd also einschalten. Das Fett im Guanciale sollte möglichst gleichmäßig ausgelassen werden. Durch das langsame Auslassen wird der Speck außen schön knusprig und im Inneren bleibt er noch weich. Da der Prozess sowieso länger dauert, bekommt jeder Streifen hier meine volle Aufmerksamkeit. Sobald das Wasser kocht, wie gesagt auf weniger Wasser, auch weniger Salz hinzugeben. Die Spaghettoni mittig halten, drehen und rein damit. Der Guanciale wird langsam aber sicher goldbraun. Jetzt ist er noch etwas zu weich und braucht weitere 3 bis 4 Minuten. Wenn der Speck soweit ist, den Herd erstmal ausschalten, die Pfanne kippen, sodass das Fett nach hinten fließt und den Guanciale mit einem Löffel in eine Schale geben. Das ausgelassene Fett brauchen wir gleich, um die Soße zu machen. Der Guanciale wird kurz vorm Anrichten nochmal unter die Pasta gehoben. Mit mittlerweile etwas mehr Erfahrung in der Zubereitung von Pasta könnt ihr mit der Pinzette oder Kochzange fühlen, wie weit die Pasta schon ist. Etwa 1 Minute noch. Den Herd wieder einschalten und auf mittlere Hitze stellen. Dann etwa einen halben Teelöffel Pfeffer in die Pfanne mahlen. Ich nehme hier den aus dem letzten Video angerösteten Pfeffer. Nicht angerösteter Pfeffer ist natürlich auch völlig in Ordnung. Noch einmal kurz fühlen, das passt. Die Pasta sollte etwa 3 Minuten, bevor sie al dente ist, raus und dann in der Pfanne weiterkochen. Eine Kelle Pastawasser in die Pfanne geben und dann die Spaghettoni mit der Pinzette in die Pasta-Wasser-Pfeffer-Fettmischung heben.
Auf mittlere bis hohe Hitze stellen und eine weitere Kelle Pastawasser dazugeben. Jetzt ist das Ganze noch eine ziemlich flüssige Angelegenheit. Um eine richtig schön cremige Soße zu bekommen, müssen sich Wasser und Fett mit Hilfe der Stärke aus dem Pastawasser verbinden. Das wird nur durch die Mantecatura, also dem ständigen Rühren und Schwenken, ermöglicht. Je nach Bedarf etwas mehr Pastawasser dazugeben, falls die Pasta noch etwas Zeit braucht, um al dente zu werden und etwas zu wenig Flüssigkeit in der Pfanne ist. Jetzt sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Den Herd ausschalten und etwa 30 Sekunden die Pfanne abkühlen lassen. Bei zu viel Hitze würde der Pecorino gleich Fäden ziehen. Dann 2 Hände voll fein geriebenen Pecorino in die Pfanne streuen, gut unterrühren und schwenken. Wie ihr gemerkt habt, sind einige Gerichte der Spaghetti Sessions nicht gerade leichte Kost und eher für den Cheat Day geeignet. Ich möchte mit meinen Videos vor allem aufzeigen, wie diese italienischen Klassiker in ihrer ursprünglichen Variante zubereitet werden und schmecken. Wenn die Soße zu sehr anzieht, einfach noch etwas Pastawasser dazugeben und ordentlich rühren. Gleich sind die Spaghettoni al dente, also kann der Guanciale untergerührt werden. Noch ein letztes Mal schwenken. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Mit der Pinzetten-Schöpfkellentechnik bauen wir wieder 2 Pastatürmchen. Auf keinen Fall die restliche cremige Soße aus der Pfanne vergessen. Noch den übrigen Pecorino drüber streuen und mit Pfeffer je nach Bedarf nachwürzen. Die Statisten für das Foto hinstellen und dann haben wir's. Spaghetti alla Gricia. Egal ob mit Guanciale oder Pancetta. Diese Pasta aus der Provinz Rieti in der Region Lazio ist eine sehr herzhafte und vor allem leckere Abwechslung, die vergleichsweise noch nicht so bekannt ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr meine kommenden Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal und frohes Kochen!